jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Der Europawahlkampf nimmt Fahrt auf. Heute haben gleich 3 Parteien dazu ihre Auftaktveranstaltungen abgehalten. Darunter die AfD, die ja das Problem hat, dass ihre beiden Spitzenkandidaten schon vor dem Startschuss aus der Kurve geflogen sind. Hinzu kommen weitere Enthüllungen. Der Spiegel berichtet über Dokumente, nach denen der Kreml die AfD quasi zum strategischen Partner erkoren und für die Deutsche Partei taktische Konzepte erstellt haben soll. Für das von Björn Höcke ausgegebene Ziel, die EU zu zerstören, wären solche russischen oder auch chinesische Einflussnahmen vermutlich förderlich, passten aber nicht ganz so gut zum patriotischen Selbstanspruch. Kamran Safiarian berichtet. Proteste beim Auftakt des Europawahlkampfs der AfD heute in Donaueschingen. Spitzenkandidat Maximilian Krah ist nicht da und doch allgegenwärtig. Seit Tagen gibt es Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Einer seiner ehemaligen Mitarbeiter sitzt wegen Spionageverdacht für China in Untersuchungshaft. Wir sind heute hier, weil wir sehen, dass die AfD immer mehr zur Alternative für Diktatoren wird. Und wir wollten eben nochmal, dass niemand vergisst, wer denn die AfD in den Europawahlkampf führt. Nämlich niemand Geringeres als Maximilian Krah, der ja, wie wir, glaube ich, alle wissen, inzwischen auch von der Staatsanwaltschaft gibt es schon Vorermittlungen gegen ihn. In der Halle ganz andere Töne. Die meisten stehen hier weiter hinter Krah. Also er wurde demokratisch gewählt, die Basis hat entschieden und das ist und bleibt unser Spitzenkandidat für den Europawahlkampf. Und wie gesagt, alles Weitere wird sich hoffentlich die nächsten Tage aufklären. Weil wir aus der Erfahrung wissen, dass alles, was da vorgebracht wird, inszeniert ist. Das ist ohne Beweise. Auch wenn weitere Vorwürfe gegen Krah auftauchen, sein Büro soll geheime Dokumente über die EU-Außenwirtschaft abgerufen haben. Die Parteispitze hält weiter an der Unschuldsvermutung fest. Die AfD werde diesem Sturmfeuer, so Parteichef Kruppalla, widerstehen. Und er versichert, dass Meinungen und auch Positionen in der Alternative für Deutschland niemals käuflich sein werden. Das verspreche ich und darauf werden wir auch achten. Und wer nachweislich käuflich ist, der muss auch gehen. Aber wie gesagt, es muss bewiesen und nachgewiesen werden. Scharfe Töne gegen die AfD aus München. Europawahlkampf und kleiner Parteitag der CSU. Spitzenkandidat Weber will die Landwirtschaft stärken, die EU militärisch aufrüsten und die Migration begrenzen. Die AfD nennt er verrottet und korrupt. Parteichef Söder fordert Konsequenzen in der Causa Krah. Sie verstecken jetzt mittlerweile Ihren Spitzenkandidaten, die AfD. Mal vorstellen. Dann soll er halt endlich zurücktreten, wenn Sie ihn nicht haben wollen. Eines kann ich noch sagen. Offenkundig ist die halbe AfD verstrickt in irgendwelche Spionageaktivitäten oder in irgendwelche Geldtransfers aus anderen Ländern. Das sind doch nichts anderes als Kremlknechte, Vaterlandsverräter und keine Patrioten, liebe Freundinnen und Freunde. Weg mit denen! Der Kanzler heute an alter Wirkungsstätte. In Hamburg unterstützt er die SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley. Sie wirbt für ein soziales und demokratisches Europa. Der Kanzler warnt vor dem Erstarken der Rechten und meint damit auch die AfD. Und deshalb, finde ich, geht es bei dieser Europawahl auch gegen rechts. Gegen die rechten Populisten, die das Miteinander zerstören wollen. Gegen diejenigen, die glauben, dass man mit dem Weg in die Vergangenheit die Zukunft gewinnen könnte. Diejenigen, die Menschen gegeneinander bringen, statt miteinander zusammenstellen wollen. Und deshalb sage ich, wir brauchen eine Stärkung von Demokratinnen und Demokraten. Zurück in Donaueschingen. Noch 6 Wochen bis zur Europawahl. Ob die Skandale der AfD nachhaltig schaden werden, wird sich spätestens dann zeigen. Derweil hielt die FDP heute ihren Bundesparteitag ab. Um den Europawahlkampf ging es da zwar auch, aber vor allem um die weitere strategische Ausrichtung in der Ampelkoalition. Für die FDP bleibt das Dilemma, dass sie sich einerseits zwischen Rot und Grün profilieren will und muss. Andererseits trägt Opposition in der Regierung dazu bei, dass die Ampel als zerstritten wahrgenommen wird, was allen schadet, offenbar auch der FDP. Im aktuellen Politbarometer liegt sie bei 4%. Britta Buchholz berichtet.
Der Adler, er muss wieder wachsen, das meint jedenfalls die FDP. Ihr Rezept eine Wirtschaftswende. Die Bundesregierung müsse Mut zur Veränderung zeigen. Damit sind SPD und Grüne gemeint. Insgesamt vermeidet Christian Lindner offene Kritik. Nur so viel. Manche sagen ja, die Wirtschaft würde Klagelieder anstimmen. Ich sage, wir dürfen die Weckrufe zu unserer Wettbewerbsfähigkeit nicht überhören, weil sonst verlieren wir Substanz. Gestritten wird über die abschlagsfreie Rente mit 63. Für die FDP nicht finanzierbar, für den Kanzler nicht verhandelbar. Parteichef Lindner hat gerade ein Rentenpaket mit abgesegnet. Nun wollen sie Änderungen, Kompromiss nicht in Sicht. Egal ob Bürgergeld oder Rente. Wir sollten nicht mehr bezahlen, wenn Menschen nicht arbeiten, sondern wir sollten belohnen, wenn Menschen in dem Arbeitsleben verbleiben wollen. Zündstoff für die Koalition, ein Ampel-Aus, fordern hier allerdings erstaunlich wenige. Viele verlangen aber etwas für eine gemeinsame Zukunft. Wir haben jetzt Vorschläge für eine Wirtschaftswende gemacht und wir haben ja in diesem Jahr noch einen Haushalt vor uns. Und es kann natürlich nur einen Haushalt geben, wenn wir auch eine Wirtschaftswende hinbekommen. Die Partei steht unter Druck, denn ihr Kurs wird vom Wähler nicht gutiert. Die Europawahl muss nun erfolgreich sein. Ihre bekannteste Frau als Spitzenkandidatin, die verordnet Optimismus. Schauen Sie nicht jeden Morgen auf die Umfragen. Das bringt uns nichts und ich halte es mit meinem Motorradtrainer, der doppelt so groß und doppelt so breit ist wie ich und mir immer wieder gesagt hat, guckst du Scheiße, fährst du Scheiße. Gelöste Stimmung, das 12-Punkte-Papier für einige ein Ampel-Scheidungspapier. Hier auf dem Parteitag schweißt es zusammen. Eine überwältigende Mehrheit ist dafür. Zustimmung auch aus Sachsen. Dort wählen sie im September einen neuen Landtag. Gerade ist die FDP dort nicht drin. Sie drängen auf eine liberale Wirtschaftswende. Wenn die Rahmenbedingungen in Berlin nicht stimmen und wenn auch die Koalitionspartner nicht einsehen, dass wir eine Wirtschaftswende brauchen, dann werden wir in Sachsen nur die politischen Ränder stärken. Die FDP muss sich mit der Ampel arrangieren. Sie wollen den eigenen Markenkern stärken. Wie das mit Koalitionspartnern gehen kann, halten sie für zweitrangig. Zumindest weniger als auf Koalitionen, auf die wirklich deutliche inhaltliche Debatte, was braucht unser Land jetzt, welche Probleme müssen gelöst werden. Und da finde ich sowohl die nötige Wende zu mehr wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit als auch zu einer Begrenzung irregulärer Migration ganz zentral. Lindner will Wahlen gewinnen und die Wirtschaft wachsen sehen. Sein 12-Punkte-Plan soll die Wende bringen. Abzuwarten, wie die Koalitionspartner da mitgehen. Und mit der Zukunft der Galeria Karstadt Kaufhof-Warenhäuser geht es jetzt in den Nachrichten weiter, Heinz. Ja, der Insolvenzverwalter von Galeria Karstadt Kaufhof hat bestätigt, dass 16 der 92 Filialen Ende August schließen. Betroffen sind unter anderem jeweils 3 Standorte in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Etwa 1.400 Beschäftigte verlieren ihre Jobs. Im Rahmen eines Sozialplans können alle Betroffenen für 8 Monate in eine Transfergesellschaft wechseln. Russland hat ein weiteres Mal die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen. Mehrere Menschen wurden nach ukrainischen Angaben verletzt und 4 Heizkraftwerke schwer beschädigt. In der Stadt Charkiw wurde in der vergangenen Nacht auch ein Krankenhaus getroffen. Hier wurde eine Frau verletzt. Präsident Selenskyj appellierte erneut an den Westen, schnell mehr Luftverteidigungssysteme zu liefern. Bevor der spanische Ministerpräsident Sánchez am Montag seine Entscheidung bekannt gibt, ob er im Amt bleibt, sind heute in Madrid mehrere tausend seiner Anhänger auf die Straße gegangen. Sie riefen ihn auf, zu bleiben. Hintergrund ist eine Korruptionsanzeige gegen seine Frau. Sánchez sieht die Vorwürfe als Teil einer Schmutzkampagne und sprach von einem Sumpf, in dem Rechte und Rechtsextreme versuchten, Politik zu machen. Über den mittleren Westen der USA sind mehrere Tornados hinweggezogen. Es traf vor allem die Bundesstaaten Iowa und Nebraska. Dort haben die Tornados schwere Schäden angerichtet. Einer der heftigsten zog von ländlichen Gebieten in die Vorstädte von Omaha. Ganze Häuserblocks wurden zerstört. Es habe aber nur wenige Verletzte gegeben, so die Polizei.
Um der Müllberge produzierenden Wegwerfgesellschaft etwas entgegenzusetzen, hat das EU-Parlament diese Woche ja für ein Recht auf Reparatur gestimmt. Damit sollen Hersteller bestimmter Produkte verpflichtet werden, Ersatzteile vorrätig zu halten und Reparaturen zu angemessenen Preisen anzubieten. Was immer mit angemessen gemeint ist, darin liegt ja ein Teil des Problems. Reparaturen kosten Arbeitszeit und die ist teuer. Am Karlsruher Institut für Technologie denken Forschende daher schon weiter. Sie entwickeln eine Kreislauffabrik für ewige Produkte, wie es heißt. Was damit gemeint ist, beschreibt Andi Linke. Es sieht ein bisschen neugierig aus, wenn der Roboter dem Menschen bei der Arbeit zuschaut. Am Karlsruher Institut für Technologie wollen sie den Maschinen Fertigkeiten beibringen und dabei zum Beispiel Blickrichtungen, Handgriffe und Werkzeugeinsatz verstehen lernen. Und wenn wir es beobachten können, können wir in einem nächsten Schritt dieses Wissen automatisieren. Und dann können wir es eben transferieren auf einen humanoiden Roboter, auf einen Industrieroboter. Und dann ist es plötzlich ein Prozess, der in Massenfertigung in großer Stückzahl ausgeführt werden kann. Denn nur automatisiert wird eine Kreislauffabrik in Hochlohnstandorten erfolgreich sein können. In ihr sollen defekte Produkte erkannt und sozusagen wieder zu neuen werden. Dazu können Computertomographen dienen, etwa auf der Suche nach einem defekten Zahnrad. Auch beim Auseinanderbauen muss sich die Maschine auf eine Vielzahl von Varianten einstellen können, anders als im Umgang mit Neuteilen, den Roboter sonst gewohnt sind. Wir wissen morgens nicht, welche Bauteile wir heute überarbeiten müssen. Und da müssen wir die Produktionstechnik an unterschiedlichen Stellen darauf vorbereiten. Das heißt, wir brauchen eine flexible Produktionstechnik. Das betrifft sowohl das Handling der Bauteile, das betrifft aber auch die Fertigungsprozesse. An der erkannten Stelle den defekten Bereich wegzufräsen, ist der erste Schritt. Mit Laserpunktschweißen einen neuen Zahn aufzubringen und hinterher zu glätten, der zweite, damit das Zahnrad nicht komplett eingeschmolzen werden muss. Das spart Energie und Rohstoffe. Ein wichtiger Schritt für die Zukunft, sagen auch die Forscher vom Wuppertal-Institut. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft, weil wir einfach die Kosten der Rohstoffe nicht tragen müssen. Die werden in anderen Teilen der Welt produziert, da fällt der meiste Abfall an. Wir sehen das bei Metallen, wir sehen das insbesondere bei Plastik. Wir externalisieren diese Kosten und andere müssen sie tragen. Was würde eine Wirtschaft mit solchen Kreislaufprodukten bedeuten? Die Uni Hohenheim erforscht Marketing und Konsumentenverhalten. Unser System ist ja auf Wachstum ausgelegt und das spiegelt sich natürlich in vielen Marketingkonzepten wider, wo es um schnelle Produktlebenszyklen geht, um einen schnellen Abverkauf. Was macht es mit den Verbrauchern? Naja, wenn man sie direkt darauf hinweist, sehen das viele kritisch und hinterfragen das. Aber auf der anderen Seite leben die meisten das einfach mit in dieser Konsumgesellschaft, in der wir sozialisiert sind. Das bedeutet, bis zum Erfolg einer Kreislauffabrik müssen auch Verbraucher und Marketing dazulernen, nicht nur die Roboter. Hochstimmung in den Niederlanden. Dort hat König Willem Alexander heute seinen 57. Geburtstag begangen und seine Landsleute feierten mit. Mit der ganzen royalen Familie gab es in Emmen nahe der Grenze zu Niedersachsen eine Party und königlich servierten Kuchen. Jubel auch in den Grachten von Amsterdam mit vielen Booten und der vorherrschenden Farbe Orange. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten wie immer ohne Gewähr: 8, 27, 43, 45, 46, 48. Superzahl 0. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Noch die Wetteraussichten. Morgen im Osten und Südosten viel Sonne, sonst wechselnd bewölkt. Zunächst vor allem im Südwesten etwas Regen, später im Nordwesten einzelne Schauer und Gewitter, 16 bis 25 Grad. In den nächsten Tagen im Osten sehr sonnig und sommerliche Temperaturen bis 28 Grad. Im Westen etwas kühler und wolkiger. Dazu einige Schauer und teils kräftige Gewitter. Das war's von uns. Weiter geht's gleich im aktuellen Sportstudio. Und danach, so gegen 0:25 Uhr, gibt's die nächste Heute Express. Und uns gibt's morgen wieder. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.